Der Held unserer Geschichte ist ein Mann namens Viktor. Er lebt in einem kleinen Dorf, umgeben von malerischen Wäldern und Seen. Das Leben im Dorf war ruhig und gemessen, und jeder Einwohner kannte sein Geschäft. Aber Viktor war ein besonderer Mensch, er war ein leidenschaftlicher Fischer. Jede freie Minute verbrachte er beim Angeln, die Stille und die Schönheit der Natur genießend. Der Sommer kam und Viktor konnte der Versuchung nicht widerstehen, alle Tage beim Angeln zu verbringen. Jeden Morgen machte er sich mit Angelrute und der Hoffnung auf einen guten Fang auf den Weg zum See. Er kannte jeden Ort, jeden Pfad, jede Grube, wo man die größten Fische finden konnte. Seine Erfahrung und Geschicklichkeit im Fischfang waren unübertroffen. Eines Tages, als Viktor bereits an seiner gewohnten Stelle am Seeufer angelte, bemerkte er Bewegung im Gebüsch. Zuerst schenkte er dem keine Beachtung, da er dachte, es sei die übliche Bewegung der Waldbewohner. Aber als er noch einmal hinblickte, schlug sein Herz schneller. Ein Bär kam langsam auf ihn zu. Viktor spürte sofort Angst, denn die Begegnung mit einem Bären hätte katastrophal enden können. Aber mit Mut entschied er sich, an Ort und Stelle zu bleiben und zu sehen, was passieren würde. Der Bär näherte sich ihm und begann wild zu brüllen, um Bedrohung zu simulieren. Doch Viktor spürte, dass dies eine ungewöhnliche Situation war. Und dann geschah etwas Erstaunliches. Der Bär hörte auf zu brüllen, kam zum Fischer und legte ein kleines Bärenjunges zu seinen Füßen. Das Tier warf Viktor einen letzten durchdringenden Blick zu und verschwand im Wald. Viktor stand da und konnte seinen Augen nicht trauen. Er verstand, dass der Bär um Hilfe bat. Viktors Herz füllte sich mit Mitgefühl und er beschloss, das Bärenjunge nicht alleine zu lassen. Aber was tun? Viktor wusste, dass er die Aufgabe nicht alleine bewältigen konnte. Schnell holte er sein Handy heraus und rief den Wildtierrettungsdienst an. Er schilderte die Situation und bat um Hilfe. 30 Minuten später traf das Rettungsteam am Ort ein. Sie bewerteten die Situation und beschlossen, das Bärenjunge ins Zentrum zu bringen, wo es gepflegt und bis zur vollständigen Genesung versorgt werden würde. Viktor begleitete das Bärenjunge zu einem speziellen Auto, das es ins Zentrum bringen würde. Er versprach sich selbst, das Schicksal des Bärenjungen zu verfolgen und ihn zu besuchen. Viktor war glücklich zu sehen, wie das Bärenjunge mit jedem Tag stärker und gesünder wurde. 2 Monate später war das Bärenjunge vollständig genesen und bereit, in den Wald zurückzukehren. Viktor begleitete es zurück in seine natürliche Umgebung, wissend, dass das Bärenjunge jetzt frei und glücklich leben könnte. Als Viktor an der Waldrand stand, verabschiedete er sich von dem Bärenjungen. Er sagte ihm ein letztes Auf Wiedersehen und wünschte ihm Glück und Sicherheit. Das Bärenjunge schien die Worte Viktors verstanden zu haben und berührte zärtlich mit seiner Schnauze seine Hand. Dann lief der Bär in den Wald und Viktor sah zu, wie sein neuer Freund aus seinem Blickfeld verschwand. Vor Viktor lag das gewohnte Angeln, aber nun hatte sein Herz eine neue Bedeutung. Er erkannte, dass jeder von uns ein Held in seiner eigenen Geschichte werden kann, wenn wir bereit sind zu helfen und Mitgefühl für andere Lebewesen zeigen. Und vielleicht war gerade diese Begegnung mit dem Bären das bedeutsamste Ereignis in Viktors Leben, das seine Sicht auf die Welt und die Natur veränderte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.